Die Normandie steht schon lange auf meiner Liste. Beeindruckende Landschaften, spektakuläre Küsten und reichlich Geschichte. Allerdings kann es hier gerade im Sommer schon mal ziemlich voll werden. Stellplätze werden dann schnell rar. Apps gibt es mittlerweile viele, die unzählige Übernachtungsmöglichkeiten auflisten. Aber möchte ich in einer der schönsten Regionen Frankreichs wirklich einfach nur irgendwo stehen? Am Ende sind schließlich auch die Plätze, an denen man die Nacht verbringt, Teil einer Reise. Auf diesem Roadtrip teste ich deshalb Campy, eine Stellplatz-App, die einen etwas anderen Ansatz verfolgt. Ob sie meinen Trip wirklich besser machen kann, das finden wir auf dieser Reise raus. Ich starte meine Reise am Château Gaillard. Und eigentlich könnte man hier auf dem oberen Parkplatz auch die Nacht verbringen. Verbotsschilder gibt's hier zumindest keine. Im Gegensatz zum unteren Parkplatz. Hier sind Wohnmobile tabu. Allerdings ist das Gelände hier oben extrem schräg und dürfte sich auch mit Auffangkeilen, Stützen oder anderen Systemen schwer bis gar nicht ausgleichen lassen. Hier darf man keine Drohnen wegwerfen. Als ich mich auf den Weg zur Burgruine mache, bin ich überrascht, wie wenig touristisch das Ganze hier zu sein scheint. Es gibt weder Verkaufsstände, noch gibt es Souvenirläden oder ähnlichen Schnickschnack. Selbst ein Kassenhäuschen oder einen Parkscheinautomaten sucht man vergebens. Und während meines Besuchs begegne ich auch nur einer Handvoll anderer Touristen. Ich bin jetzt am Château Gaillard. Ihr seht es hinter mir schon. Ich zeige euch das mal ohne mein schönes Gesicht. Ich liebe ja solche alten, zerfallenen, historischen Städten. Finde ich toll. Das ist die Seine. Da hinten, auf der anderen Seite, da wo die Leute sind, da oben, ja, dahinter ist der Parkplatz. Alles kostenlos hier. Sowohl das Parken als auch der Zugang zu der Burgruine hier kostet nichts. Nur ein paar Schweißperlen. Und heute haben wir hier auch angenehme 25 Grad, würde ich mal sagen, so ungefähr. Das ist in der Sonne zwar immer noch heftig, aber das ist schon viel, viel besser als die 35 bis 40 Grad die letzten 2-3 Wochen. Man kann hier tatsächlich reingehen in diese Burg. Einen richtigen Rundweg um die Burg rum gibt es nicht, aber hier in dieser Burg kann man sich frei bewegen und hier gibt es auch ganz viele Wege so quasi drumrum. Also man muss da schon irgendwie hinter diesen Turm da, hinter dieser Burg und da geht dann ein Weg hinten rum. Ja, toll sieht das aus, also kann man nicht anders sagen. Und das würde ich jetzt auch gerne machen. Dieser erste Stopp war schon mal ganz nach meinem Geschmack. Ich setze meine Fahrt fort. Mein Ziel für die nächsten Tage ist die Küste der Normandie. Aber ich lasse es langsam angehen. Für die Nacht habe ich mir mit der Campy-App einen kostenlosen Stellplatz auf halber Strecke rausgesucht. Die Nacht war ruhig, aber wenn ich mir das jetzt hier so genau angucke, dann ist das, glaube ich, gar kein wirklich ausgewiesener Stellplatz. Also es gibt hier zumindest, theoretisch ist hier Platz für 20 Wohnmobile, das ist richtig. Und es wird auch geduldet offenbar, dass man hier schläft, beziehungsweise, also vielleicht ist das auch als Stellplatz gedacht, aber es stehen hier nirgends spezielle Parkschilder für Wohnmobile. Das Einzige, was sich hier auf Wohnmobile bezieht, ist vorne das Schild an der Straße für die Entsorgungsstation und Versorgungsstation, die allerdings aktuell außer Betrieb ist. So wie es hier jetzt aussieht, kommt man hier auch mit größeren Fahrzeugen gut rauf und runter. Aber so wie gestern war das schon knapp. Ich habe hier eigentlich den letzten Platz für Wohnmobile zumindest abgekriegt und dann parkte neben mir dann noch ein PKW und dann war eigentlich schon Schicht im Schacht. Da hinten war gar kein Platz, hier vorne dann auch nicht mehr. Jetzt, wie es hier jetzt aussieht, so kann man hier auch mit größeren Fahrzeugen unproblematisch parken, rein und rauskommen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt heute Morgen so stehen wie gestern abends, dann wäre es schon knapp gewesen, jetzt hier rauszukommen mit der Länge. Ja, aber ansonsten ist der Platz eigentlich ganz schön.
Und jetzt bin ich aber gespannt, was heute kommt, denn es geht jetzt das erste Mal an die Küste. Und die Küste der Normandie, die soll echt klasse sein. Also da bin ich heiß. Ich hoffe, dass es da nicht so voll wird. Ja, drücken wir mal die Daumen. Wie voll es an meinem Ziel wird, kann mir Campy auch nicht sagen. Aber zu dem dortigen Stellplatz liefert mir die App vorab schon mal alle nötigen Informationen. Samt Fotos. Normalerweise zieht es mich ja eher in die Berge. Aber die Kreideküste der Normandie soll außergewöhnlich schön sein. Und Felsen gibt es da ja immerhin auch. Trotzdem fahre ich mit gemischten Gefühlen in Richtung Küste. Denn die Region ist ein Touristenmagnet, nicht nur für Wohnmobilisten. Und ich habe Bedenken, ob mir das gerade jetzt im Sommer nicht viel zu viel Trubel sein wird. Die Campy-App hat mir den Stellplatz unmittelbar oberhalb der Steilküste empfohlen. Mit Meerblick. Von hier aus ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Strand und ins Ortszentrum. Ich bin am Meer. Das sieht toll aus, oder? Das ist hier eine Steilküste, da kann man nicht weiter ran. Aber es geht da hinten auf jeden Fall runter. Es gibt eine Standseilbahn, mit der man runterfahren kann. Die ist auch kostenfrei. Die werde ich natürlich gleich mal ausprobieren. Na, der hat irgendwas zu schimpfen. Ja, also da ist das Meer und da ist der Stellplatz. Das ist auch nicht schlecht, ne? Stellplatz, Meer. Und da ist die Standseilbahn irgendwo. Also das ist alles fußläufig zu erreichen hier. Und der Stellplatz kostet jetzt auch nicht die Welt, 8,50 € für 24 Stunden. Ich werde jetzt nicht so lange bleiben, ich habe aber trotzdem hier geparkt. Immerhin hat er eine gute Aussicht. Le Tréport blickt auf eine lange maritime Geschichte zurück. Der Hafen war lange Zeit ein wichtiger Umschlagplatz für den Fischfang. Und noch heute prägen der Rhythmus der Gezeiten und die Fischerei das Bild des Ortes. Unten angekommen genieße ich die Ruhe an dem weitläufigen Kiesstrand. Zu meiner Überraschung ist hier nicht besonders viel los. Toll, eine sehr angenehme Ruhe hier. Ist hier echt nicht viel los, ne? Das ist natürlich sehr, sehr schön. Gute Reisezeit wahrscheinlich. Ich glaube, das geht hier auch anders. Da sind die Felsen, wo ich eben oben gewesen bin, wo dieses Verbotsschild stand, dass man da nicht ran darf. Also, ja, zu Recht. Und das Meer ist auch so schön ruhig jetzt gerade. Bin echt begeistert. Das ist toll. Richtig schön entspannt. Ich habe das anders vermutet hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, dass hier mehr los ist, aber es ist wahrscheinlich echt die Reisezeit jetzt gerade, ne? Toll. Und jetzt war vorhin auch Regen tatsächlich, also vielleicht auch deshalb, ne? Das Wetter ist jetzt nicht so großartig, ist natürlich zum Fotografieren und Filmen top mit diesem Himmel. Der ist ja schon einzigartig. Beim Rundgang durch das Quartier des Cordiers fallen die parallel verlaufenden Gassen auf. Dieses Viertel wurde im 18. Jahrhundert für die armen Fischerfamilien errichtet. Die Häuser sind schmal und hoch gebaut, um auf dem begrenzten Raum zwischen Felswand und Meer möglichst vielen Menschen Platz zu bieten. Ein kleines Stück Architekturgeschichte. Ich bin jetzt gerade in dieser Standseilbahn. Wir fahren hier gerade an die Wette. Toll ist das. Ich habe jetzt diese Gondel hier ganz für mich alleine. Die fahren nach Bedarf. Man kann die anfordern und dann muss man hier sagen, ob man nach oben oder nach unten will. Was eigentlich eher logisch ist, ob man nach unten oder nach oben will. Aber toll sieht das aus, oder? Was sagt ihr? Noch am selben Tag heißt es, nächster Halt Etretat. Mein Weg führt mich über endlose Straßen vorbei an weiten Feldern. Frankreich ist flächenmäßig das größte Land der Europäischen Union. Und abseits der Autobahnen spürt man diese Weite ganz besonders. In den kleinen Städtchen entlang der Strecke wird der Verkehr schon mal dichter, aber das große Chaos bleibt aus. Bis jetzt zumindest. Ziel meiner Fahrt ist eine der wohl berühmtesten Kulissen der Normandie, die für ihre spektakulären Kreideklippen bekannt ist. Dass ich hier nicht allein sein würde, war mir klar. Und als ich den Stellplatz erreiche, bestätigt sich meine Befürchtung. Der Platz ist belegt. Ich weiche auf einen Platz in einer Nebenstraße zwischen zwei Feldern aus.
Aber ein echter Geheimtipp ist auch dieser Platz nicht. Ich bin an meinem Platz angekommen. Nicht wirklich, weil der Stellplatz, den ich mir rausgesucht hatte, komplett belegt war. Jetzt stehe ich hier, bin aber nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Ist leider auch ein sehr beliebter Platz hier. Aber ich werde hier sicherlich die Nacht verbringen, schätze ich. Und dann werde ich morgen mit dem Fahrrad zu meinem endgültigen Ziel, wo ich ja eigentlich hin wollte. Diese Felsenbrücke direkt hier am Atlantik. Da möchte ich hin und ich weiß gar nicht genau, wie weit das von hier ist, aber das werde ich gleich eruieren. Und mit dem Bike sollte das kein Problem sein. Ja, einen anderen Platz zu kriegen, einen offiziellen Platz jetzt, ist einfach nicht möglich. Es ist hier so hochtouristisch, dass ich schon überlegt habe, dieses Ziel zu überspringen. Aber es ist nun mal das Highlight hier eigentlich irgendwie in der Normandie und deshalb will ich mir das auch nicht entgehen lassen. Eigentlich stehe ich da doch gar nicht schlecht, oder? Also zumindest deutet hier alles auf eine ruhige Nacht hin. Étretat war bis ins 19. Jahrhundert ein bescheidenes kleines Fischerdorf, bevor Maler wie Claude Monet und andere Künstler den Ort für sich entdeckten und ihn weltberühmt machten. Heute schieben sich in der Hochsaison die Touristenmassen über die Promenade und durch die engen Straßen. Um den Trubel zu entgehen, schnappe ich mir mein Bike und fahre in Richtung Steilküste. Mein Ziel ist einer der Aussichtspunkte oberhalb der Klippen. Ich habe mich mit meinem Bike jetzt doch noch mal rausgetraut an die Küste. Steilküste, ziemlich steil sogar. Geht hier ziemlich runter. Ich bin losgefahren in der Hoffnung, dass ich hier an der Küste entlang zu dieser Felsformation da hinten komme. Aber leider ist da eine Schlucht dazwischen und das ist für Fußgänger machbar. Aber mit dem Bike möchte ich mir das nicht antun. Und zu Fuß bin ich noch nicht wieder fit. Ich habe mir die Bänder gedehnt vor 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß gar nicht ganz genau, als ich in den Ardennen war. Also insofern werde ich dann morgen mal die andere Strecke fahren an der Straße entlang. Aber ich gebe noch nicht auf und versuche mein Glück noch einmal über eine andere Route. Jetzt bin ich doch noch mal ein Stückchen gefahren, wo ich bin außer Atem, weil ich gerade da unten war. Das sieht doch toll aus hier, ne? Aber jetzt, ihr seht es schon hinter mir, bin ich hier an dieser Felsformation. Und jetzt werde ich hier den Sonnenuntergang abwarten. Das kann nicht mehr lange dauern. Eine gute Stunde vielleicht. Und dann wird das Ganze hier nochmal in, ja jetzt ja schon, aber dann nochmal in netteres Licht getaucht. Und hier sammeln sich auch so langsam die Leute offensichtlich für den Sonnenuntergang. Da hinten kommen auch noch 2. Da hinten sitzen 2. Ja, das werde ich mir auch nicht entgehen lassen. Das Warten lohnt sich. Nach und nach taucht das Licht die weißen Kreidefelsen unter dem Rauschen der Brandung unter mir in ein warmes Orange und lässt den Tag langsam ausklingen. Am nächsten Morgen suche ich mir mit Campy einen passenden Stellplatz für mein nächstes Ziel und lasse die Steilküste von Étretat hinter mir. Es geht weiter in Richtung Süden. Mein heutiges Ziel ist der kleine Ort Dives-sur-Mer, der an der Côte Fleurie, der Blumenküste, liegt. Wieder geht es über endlose Straßen, durch weite Felder und vorbei an kleinen Städten. Auf meinem Weg überquere ich die Mündung der Seine, die nicht nur das Stadtbild der Hauptstadt Paris prägt, sondern in weiten Teilen Nordfrankreichs das wirtschaftliche und landschaftliche Herz der Regionen hier bildet. Je weiter ich mich meinem Ziel näher, umso mehr verwandelt sich die raue Kreideküste in eine weitläufigere, von Sandstränden geprägte Landschaft. Und schließlich erreiche ich den Stellplatz in Dives-sur-Mer. Ich habe Glück gehabt. Ich habe den letzten freien Platz auf diesem Stellplatz hier ergattern können. Also gut, die beiden Kollegen hier, dahinter steht glaube ich noch einer. Die haben sich auch nach mir hier noch hingestellt, ja genau. Das hätte ich jetzt nicht gemacht unbedingt, aber gut, solange alle rauskommen, ist ja alles in Ordnung.
Sehr beliebter Platz hier, kostenlos auch übrigens. Und es soll alles fußläufig zu erreichen sein. Deshalb werde ich mich jetzt mal umgucken. Der moderne Yachthafen geht nahtlos in die Nachbarorte Cabourg und Ulgard über. Aber was diesen kleinen Ort eigentlich so beliebt macht, ist neben dem weitläufigen Strand selbst die kilometerlange Strandpromenade. Sie gilt als eine der längsten Fußgängerpromenaden Europas. Ich fahre mit dem Rad ein Stückchen entlang der Küste und treffe auf die Dünen von Merville. Diese Landschaft dient als eine Art natürlicher Puffer zwischen Land und Meer und beheimatet eine ganze Reihe besonderer, salzresistenter Pflanzen. Durch Wind und Gezeiten verändert sich das Landschaftsbild hier ständig. Direkt nebenan verändert sich die Landschaft erneut. Ich bin jetzt am Le Gros Banc heißt das hier. Genau, dieses Gebiet ist ein bedeutendes Refugium für Zugvögel. Zur richtigen Jahreszeit kann man hier die unterschiedlichsten Vogelarten beobachten, die das Feuchtgebiet als Rastplatz auf ihrer langen Reise nutzen oder hier brüten. Erstaunlich, wie nah maritime Infrastruktur und unberührte Natur beieinander liegen können, wenn der Mensch es nur zulässt. Am nächsten Morgen geht's für mich weiter nach Westen, an einen Ort, der das Schicksal Europas für immer verändert hat. So, weiter geht's. Jetzt wird's geschichtsträchtig. Neues Parküberwachungsvideo verfügbar. Bitte überprüfen Sie das Album innerhalb der App. Say something like you love me and make my day like you always do. Like you always do. Nach nur etwa einer Stunde Fahrt erreiche ich den Stellplatz. Und ich bin positiv überrascht. Ich bin gelandet auf dem Stellplatz, der sehr schön ist eigentlich. Da kann man echt nicht meckern. Natürlich habe ich Nachbarn, ganz klar. Aber jeder hat hier so seinen eigenen Bereich. Und das ist recht großzügig. Finde ich gut. Das Highlight hier ist der Omaha Beach. Hier sind 1944 die Alliierten gelandet, um Nazi-Deutschland zu bekämpfen und letztendlich dann auch den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Mal gucken, wie das da wirkt. Ob die Stimmung so bedrückend ist, wie ich das vermute. Weil das ist schon echt eine krasse Nummer. Der Strand ist nicht weit entfernt, aber sehr weitläufig. Deshalb schnappe ich mir auch hier mein Rad und mache mich auf den Weg. Bei Erreichen der Küste holt einen hier ziemlich schnell die Vergangenheit ein. Am 6. Juni 1944 startete genau hier die Operation Overlord, bei der tausende junge Soldaten, zumeist Amerikaner, aus ihren Landungsbooten in das tödliche Kreuzfeuer der deutschen Verteidigungsanlagen stürmten. Es ist für mich unfassbar, dass so etwas überhaupt notwendig wurde. Dass einige wenige kranke Köpfe, getrieben von Macht, Ideologie und Größenwahn, in der Lage sind, Tausenden und Abertausenden derartiges Leid zuzufügen. Und geändert hat sich seither nichts. Die Schauplätze sind andere, die Begründungen sind andere. Aber noch immer sind es meist junge Männer und Frauen, die den Preis für Entscheidungen bezahlen, die sie so selbst vielleicht nie getroffen hätten. Orte wie dieser sollten uns daran erinnern, wie wertvoll es ist, ein Leben in Frieden leben zu können. Das ist ganz krass. Man darf sich da gar nicht so richtig drauf einlassen. So schön das hier auch ist, ne? Das ist total schön. Aber wenn man sich vorstellt, was hier vor 80 Jahren abgegangen sein muss, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute liegt der Strand ruhig und friedlich da. Aber die Atmosphäre hier hat eine ganz eigene, unbeschreibliche Schwere. Genau das ist es, was solche Mahnmale so wichtig macht. Dass sie uns nicht mehr loslassen. Guten Morgen. Ich hatte eine sehr entspannte, ruhige Nacht auf diesem Stellplatz hier. Und heute Morgen bin ich fast alleine hier. Bis auf 2 Kandidaten. Aber ansonsten eine himmlische Ruhe hier. Da hat die Campy-App wirklich gute Arbeit geleistet, das muss man sagen. Und deshalb werde ich hier auch noch ein bisschen Zeit verbringen heute. Ich habe extra nachgefragt gestern, bevor ich hier auf den Platz gefahren bin, wann ich denn
verschwinden muss wieder. Und der Betreiber sagt, das ist völlig egal, irgendwann nachmittags. Also insofern werde ich die Zeit hier noch ein bisschen nutzen und die Ruhe noch ein bisschen nutzen. Denn an meinem nächsten Ziel und gleichzeitig auch meinem letzten Ziel für die Normandie, da wird es nämlich ziemlich sicher wieder ganz anders aussehen. Vor meinem Start ist es jetzt aber erstmal an der Zeit für ein kleines Fazit bezüglich der Campy-App. Ich habe sie jetzt auf diesem Trip ausgiebig getestet. Die App ist komplett community-basiert und mittlerweile fügen europaweit über 1 Million Camperorte hinzu, verifizieren und pflegen sie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Campingplätzen. Laut Anbieter zeigt die App 100% aller offenen und kostenpflichtigen Campingplätze in Europa an, die zusätzlich auch durch KI ständig aktualisiert werden. Da ich selbst kein Campingplatzmensch bin, habe ich mich bei diesem Test jetzt hier rein auf die Stellplätze konzentriert. Und ich muss sagen, sie hat mir auf diesem Trip schon einige Perlen offenbart. Die App könnt ihr euch in der Basisversion kostenlos runterladen und auch nutzen. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und wenn ihr den vollen Funktionsumfang der Plus-Version selbst mal testen wollt, dann könnt ihr das mit meinem Rabattcode Sascha 3 Monate lang tun. Dafür meldet ihr euch in der App an und dann tippt ihr unten rechts auf euer Profilbild und scrollt auf der Seite dann ganz nach unten. Ich habe ja jetzt hier schon die Vollversion aktiviert, aber wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann könnt ihr ganz unten auf der Seite den Rabattcode eingeben und dann die App auch sofort in vollem Umfang nutzen. Die Plus-Version schaltet euch Features wie die erweiterten Filter, Download von Offline-Karten oder auch die Wohnmobilnavigation frei, wo ihr dann auch die Größe eures Fahrzeugs und das Gewicht eingeben könnt. Allerdings schaltete bei mir das Handy auch während der Navigation leider nach dem eingestellten Bildschirm-Timeout immer wieder den Bildschirm aus. Da müssen die Entwickler auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachbessern. Und trotz des eingetragenen Gewichts von bei mir 5,5 Tonnen hat mich das Navi einmal in eine 3,5 Tonnen Sackgasse geleitet. Das ist aber kein Fehler der App, sondern wahrscheinlich eher auf fehlende Daten des verwendeten Kartenmaterials zurückzuführen. Ich denke mal, die nutzen OpenMapStreet. In allen anderen Fällen hat mich die App aber zuverlässig an den entsprechenden Beschränkungen vorbeigeleitet. Mein Tipp, wenn ihr das Ganze mal selbst ausprobieren wollt, dann ladet euch die App runter, meldet euch an, gebt ganz unten in eurem Profil meinen Rabattcode ein und dann kündigt das Jahresabo direkt wieder. Dann vergesst ihr das im Falle des Falles später nicht. Die Plus-Funktionen stehen euch dann aber trotzdem die vollen 3 Monate kostenlos zur Verfügung. Und wenn euch die App dann in der Zeit überzeugt hat und ihr die Plus-Features weiterhin auch nutzen wollt, dann bucht das Abo oder wenn ihr wie ich nicht so ein Abo-Freund seid, dann kauft euch die Lifetime-Version für einen einmaligen Preis. Abseits der Navigation hat die App für mich genau das gehalten, was sie versprochen hat, nämlich Qualität vor Quantität. Hätte ich die Stellplätze auch mit einer anderen Gratis-App gefunden? Wahrscheinlich schon, wenn ich mich durch hunderte Kommentare gewühlt und die Plätze miteinander verglichen hätte. Campy hat mir diese Arbeit aber im Vorwege abgenommen. Wer beim Reisen lieber die Reise selbst genießt, statt abends stundenlang Plätze zu vergleichen, für den ist die App eine gute und entspannte Alternative, besonders für Campingplatzgänger. Der heutige Stellplatz ist zwar auch kein Campingplatz, aber das hält den Betreiber der Parkflächen am Kloster von Mont Saint-Michel nicht davon ab, einen stolzen Preis von 30 € aufzurufen. Für das bloße Übernachten ziemlich happig. Trotz des Angebots eines kostenlosen Bus-Shuttle-Services im Minutentakt, den ich nicht nutze. Ich ziehe es vor, die 4 Kilometer bis zur Klosterinsel mit dem Rad zu fahren. Wenn man sich dem Mont Saint-Michel nähert, versteht man sofort, warum dieser Ort die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert. Die Abtei ragt wie eine Festung aus dem Wattenmeer. Die Architektur repräsentiert dabei die mittelalterliche Hierarchie, ein in Stein gemeißeltes Gesellschaftssystem. Ganz oben thront die Kirche. Darunter folgen die Hallen der Mönche, dann die Häuser der Händler und ganz unten außerhalb der Stadtmauern lebten die einfachen Bauern. Aber so friedlich diese Kulisse heute auch wirkt, der Berg hat eine düstere Vergangenheit. Während der Französischen Revolution wurde das Kloster geschlossen und in ein staatliches Gefängnis umgewandelt. Die Insel galt durch die extremen Gezeiten und den tückischen Treibsand als absolut ausbruchsicher. Und so hielt man in den kalten, feuchten Mauern bis zu 700 politisch Gefangene gleichzeitig fest. Die Normandie ist keine Region, die mit einem einzigen Highlight überwältigt. Es sind die Gegensätze, die eine Reise hier so besonders machen. Einsame Burgruinen, gewaltige Klippen, stille Naturschutzgebiete und Orte, die Geschichte bis heute greifbar und spürbar machen. Genau diese Vielfalt ist es, die für mich einen Roadtrip ausmacht. Nicht möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzuhaken, sondern Landschaften, Geschichten und Stimmungen wirken zu lassen. Am Ende sind es eben diese Eindrücke, die in Erinnerung bleiben.